Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum neuen YouTube-Vlog. Vlog. Ich fliege nach Ägypten und wir haben Dezember 21. Ich würde jetzt eine kleine Zeitblase geben. Jetzt bin ich gerade irgendwo in Huntington Beach in Los Angeles. Warte auf ein Uber. Mein Fahrer ist in 2 Minuten da. Und hoffe, dass der mich pünktlich zum Flughafen bringt, damit es gleich nach Ägypten geht. Damit ich mal wieder eine Freestyle-Motocross-Show springen kann. Let's go, oder? Hallo, willkommen in Istanbul. Ich habe jetzt hier 6 Stunden lang gewartet. Und mittlerweile habe ich auch ein paar Leute getroffen, die zur Masters of Dirt Veranstaltung gehören. Da ist Jamie Squibb aus England und Nicolo Rogatkin aus Amerika, aber der ist aus Boston geflogen. Ich bin aus Los Angeles geflogen. Und irgendwo da drüben sind die polnischen Filmer. Und jetzt geht es erstmal ins Flugzeug. Was haltet ihr von meinen Schlappen? Das ist ziemlich bequem. Ach so. Und was ich gerade eben noch mitbekommen habe, seitdem ich in Istanbul gelandet bin, ich habe eine Nachricht von meinem Mechaniker bekommen, beziehungsweise vom offiziellen Tourmechaniker, dass mein Motorrad nicht ganz funktioniert. Und zwar wird die Einspritzpumpe verklebt sein und deswegen funktioniert das Motorrad nicht ganz von mir. Genauso wie ein zweites Motorrad nicht funktioniert. Wir sind, glaube ich, 5 oder 6 Freestyle-Motocross-Fahrer. Ich fliege jetzt erstmal nach Ägypten und mache mir erstmal keinen Kopf. Da sind andere vor Ort, die sich den Kopf machen, dass das Material funktioniert. Dann werden wir morgen sehen, was da der Plan ist dafür. Im Endeffekt ist es mein eigenes Motorrad, was da im Container steht seit mehreren Jahren. Ich glaube, ich bin das Motorrad das letzte Mal 2018 gesprungen in Libanon. Seitdem steht es da im Container und vergammelt, könnt ihr jetzt mittlerweile sagen. Naja, mal gucken. Gucken, was die Lösung ist. Und endlich bin ich angekommen nach 25 Stunden Flugzeit in Ägypten. Nicolo Rogatkin, einer von den Fahrradfahrern, musste sein Gepäck woanders abholen und deswegen hat es noch ein bisschen länger gedauert am Flughafen, bevor wir endlich wieder an die frische Luft konnten. Und endlich hieß es auch wieder, Masters of Dirt ist zusammen und das verspricht immer eine Menge gute Zeit. Wir sind in Hurghada angekommen, es ist 3 Uhr nachts und es windet. Und jeder sollte wissen, dass Wind und Freestyle-Motocross-Sprünge nicht so ganz zusammenpassen. Mal gucken, wie es morgen Mittag wird. Look at this! Guten Morgen. Ne, ist gar nicht morgen, es ist nämlich schon 15 Uhr oder so. Ich bin gegen 5 Uhr ins Bett oder halb 6. Dann konnte ich so gar nicht einschlafen, weil in Amerika gerade Mittag war. Dann bin ich irgendwann gegen 9 mal aufgestanden oder halb 10, dann war 10. Dann bin ich gerade noch so zum Frühstück gekommen, weil die da gerade alles abgeräumt hatten. Und dann habe ich mich noch mal ganz kurz hingelegt und jetzt war 15 Uhr und jetzt dachte ich mir, oh, jetzt sollte ich doch mal in den Tag starten. Jetzt sind natürlich alle bei der Arena, also beim Eventgelände. Da laufe ich jetzt erstmal hin, gucken wir mal die Lage an. Mittlerweile haben wir einen Kumpel gefunden, der von Berlin 2 Einspritzungen im Gepäck hat und im Flieger sitzt, aber Frankfurt anscheinend 2 Stunden Verspätung war. Also kommt er noch mal ein bisschen später. Und bis das nicht da ist, kann ich auch kein Motorrad fahren. Also habe ich heute einen lässigen Tag. Beziehungsweise ich probiere gar nicht die Zeit hier so richtig anzunehmen, weil ich eh nur 3 Tage hier bin. Und dann bin ich eh wieder auf amerikanischer Zeit. Also sollte man einen Kompromiss finden, was cleverer wäre. Ob man jetzt hier den Tagesrhythmus annimmt oder ob man hier einfach nur für die Show einsatzbereit ist und dann, wenn man nach Amerika geht, da wieder Vollgas trainieren kann, was mir persönlich gerade wichtiger ist. Bei der Show darf natürlich auch kein Fehler passieren. Deswegen viel schlafen. Einfach schlafen. Bis dann halt drauf ankommt. Gucken, ob ich hier rauskomme aus dem Gelände. Ist auch ein bisschen tricky. Und? Also ich war letztes Jahr zu Neujahr hier in Ägypten. Als ich gehört habe, dass hier in Ägypten eine Show ist, dachte ich mir, hier ist immer windig. Viel Wind ist hier auch. Und dann hatte ich das ein bisschen verdrängt. Und gestern, als wir am Flughafen angekommen sind, nachts um 3, da war auch Wind.
Da kam direkt die Erinnerung, ey, Wind und Freestyle Motocross hat auf jeden Fall nicht hin, ey. Jetzt bin ich gespannt, was die für eine Lösung haben, weil von den Bildern, was ich gesehen habe, ist jetzt nicht unbedingt eine Wand oder ein Windschutz da als Wand oder so, hohe Mauer. Ein Stadion, weil ich glaube, das Gelände ist relativ auf offenem Feld. Da bin ich gespannt. Da sind die Arbeiter des Tages. We're standing here after exact almost to the day, 2 years since we were last allowed to do a show. It was Zagreb in Croatia. It was the same style of show. We did a few shows in Abu Dhabi until the end of the year in 2019. And then 5 days before Masters of Dirt Vienna, where we were already rolling in the venue. Na, bloß mal einen Ständer noch in alle diese Dinger. Da steht er ja. Ja, die ist halt schon raus. Was sagst du dazu? Bude. Da ist Mini. Richtige Mühle. Der ist eigentlich mein Mechaniker, aber ja auch Tourmechaniker. Hast du dich gestern ein bisschen warm getreten oder? Wurde mir erzählt. Ich hab viel probiert, glaube ich. Ups. Oh. Psst, psst. Was ist das denn? Boah, das erste Training fertig. Zum Glück ist Rücken und Gegenwind. Also wer Seitenwind, könnte man bei dem Wind auf jeden Fall nicht springen. Aber jetzt sind auch die Fahrer, die Jungs dran. Aber ich glaube, eventuell warten die, bis es komplett dunkel ist, weil jetzt in der Dämmerung zu springen ist immer ein bisschen gefährlich, weil schon dunkel ist. Wenn von außen quasi alles schwarz ist, also wenn von außen alles dunkel ist und dann quasi das Licht auf die Rampe leuchtet, dann kann man besser sehen. Aber künstliches Licht ist eh immer ein bisschen gefährlicher, als wenn man im natürlichen Licht springt. Da kann man die Geschwindigkeit nicht so gut einschätzen bei künstlichem Licht. Talking to the camera for the vlog. Wir wollen jetzt nochmal ein kurzes Lichtcheck machen, beziehungsweise eigentlich sollten wir nochmal Training springen. Aber Erich, mein Freund, ist gerade angekommen mit meiner Benzinpumpe. Jetzt probieren wir den erstmal zu finden und dann... Da ist er! VIP. Alter, Salam alaikum. Was geht, Junge? Salam alaikum. That's perfect. That's perfect. Direkter Local, Alter. Ist normal, dass es so windig ist? Ja. Der so, ja, zu der Jahreszeit ja. Ich so, das ist aber nicht so geil beim Freestyle. Nee, Also, ja, überhaupt nicht. do you ride? Ich so, no, I'm only the partman hier. Wir sind vorhin schon Training gesprungen. In die eine Richtung müsste ungefähr gar kein Gas geben, in die andere Richtung sind sie alle zu kurz gekommen. Haben wir gerade eben gegessen und alle meinen so, hey, wenn es nachher immer noch, also wenn es jetzt immer noch so windet, fährt einfach keiner. Weil bei dem Wind bringt es eh nichts zu trainieren. Hä, du baust doch so eine Triebwerke. Was machst Ja, du? echt mal. Was Ja, ich denn? hab's Was ist ich da hab, schon wieder für ich hab, Scheiße nee, gebaut? das ist nicht mein Triebwerk. Aber ich hab zu Papa, Hast du auf der Rahmennummer gekickt? ich hab zu Papa gesagt, ich soll am liebsten nicht hingehen. Ja. Gib rein. Einer, der Triebwerke gebaut hat, jetzt Badezeit gehabt im Flugzeug. Achso, ja. Sicher. Drive around, hype the motherfucker, I don't know, blah, blah, blah. Then we do one. Gute Arbeit. Motorrad läuft. Tschüss. Nummer 1 läuft schon mal. Jetzt kommt meins. Wenn man reist, ist es extrem schwierig, seine Gewohnheiten nachzugehen. Ich war immer noch so extrem im Supercross-Modus, dass ich jeden Tag joggen war. Und dazu ist es noch extrem schwierig, sich gesund zu ernähren, wenn man unterwegs ist. Gerade in Ägypten war es schwierig, weil da gab es eigentlich nur 3 oder 4 Mahlzeiten, die man zum Mittag und zum Abendbrot bekommen hat. Und die sich nie geändert haben. Hallo. Jetzt geht's mal zum ersten Training. Für mich. Die anderen sind ja gestern schon gesprungen. Der Wind ist nicht besser geworden, Jungs und Mädels.
Motorrad funktioniert, daran liegt es I nicht. guess not now. Aber wir haben Rückenwind in die Richtung, wir sind ungefähr immer zu weit gesprungen und wir haben Gegenwind in die Richtung, da bleibt man relativ viel stehen. Also in der Luft bleibt man so vom Wind stehen. Aber ich bin trotzdem zu weit gesprungen. Jetzt kam noch ein bisschen Seitenwind dazu, jetzt wieder ein bisschen windstill, ein bisschen böig. Geil. Geileres Training kann man sich nicht vorstellen. Da hatte ich gerade was noch mit der Kupplung. Die Kupplung war ein bisschen so stramm eingestellt. Die ist nicht zurückgegangen. Und immer wenn ich in der Rampe irgendwie so einen Finger drauf hatte, ist die Kupplung quasi gezogen gewesen. Und dadurch hatte ich die Kupplung gezogen im Abschnitt. Das war nicht das geilste Gefühl. Haben wir ein bisschen lockerer gemacht, den Kupplungshebel. Und jetzt geht's. Aber Wind ist halt immer noch da. Aber wir hoffen mal, dass auf den Abend, wenn die Show ist, der Wind abnimmt. Dann freut sich auf jeden Fall jeder von den Fahrern hier mit ein bisschen Showtime. Die Speicherkarte leer machen. Komm mir per die Kamera. Neben den Verpflichtungen gehört natürlich auch ein bisschen Spaß. Und wir sind auf eine Quad-Adventure-Tour gegangen, aber es hat nicht lange gedauert, bis uns unser ägyptischer Freund gestoppt hat, weil wir ein bisschen zu wild waren. Und dann mussten wir alle schön in Reihe und Glied hinterherfahren und durften keinen Spaß mehr haben. Hatten wir aber trotzdem.